Im Nahostkonflikt, da droht eine neue Eskalationsspirale. Israels Premier Benjamin Netanyahu will Truppen in den Norden des Landes verlegen, um dort die Grenzen zu sichern. Die USA und auch Außenministerin Annalena Baerbock warnen ja bereits vor einem Krieg im Libanon. Über genau diese brenzligen aktuellen Entwicklungen im Nahostkonflikt hat unser Reporter Max Hermes mit dem israelischen Botschafter in Deutschland, mit Ron Prosor, gesprochen. Rauchsäulen steigen im Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Israel auf. Schon vor Monaten mussten rund 80.000 Israelis dort ihre Häuser verlassen. Immer wieder schickt die Hisbollah-Miliz vom Südlibanon aus ihre Raketen. So angespannt wie jetzt war die Lage aber noch nie. Premierminister Netanyahu will Truppen aus Gaza abziehen, um den Norden zu verstärken. Am Rande einer Veranstaltung in Berlin treffe ich den israelischen Botschafter Ron Prosor, spreche mit ihm über die eskalierende Situation. Glauben Sie denn, dass da jetzt eine zweite Front entsteht, oder ist das erstmal jetzt noch kein aktiver zweiter Krieg dort an der Nordfront? Wir haben Hisbollah, eine Terrororganisation, die eigentlich Libanon als Staat, also als Geiseln hält, und die haben mehr Feuerstärke als manche NATO. Das heißt, ja, wir müssen arbeiten, um eine diplomatische Lösung zu finden, aber wenn das nicht geht, müssen wir aus einer Annahme gehen, dass wir wahrscheinlich auch militärisch die Sache irgendwie lösen müssen. An dem Berliner Abend sollte es eigentlich um den 7. Oktober und dessen Nachwirkungen gehen. Kulinarische Spezialitäten werden gereicht aus den Kibbutzen, die von der Hamas überfallen wurden. Doch neben dem drohenden Zwei-Fronten-Krieg macht den Anwesenden ein weiteres Thema zu schaffen: der grassierende Antisemitismus auf Deutschlands Straßen und an einigen Universitäten. Die Naivität, mit der ich persönlich ausgestattet war, rächt sich jetzt. Schon seit Jahren können Juden mit der Kippa in bestimmten Teilen Berlins nicht mehr öffentlich auftreten. Es ist unsere Verpflichtung als Deutsche, hier einen klaren Appell zu starten. Nie wieder in unserem Land, egal ob man hier geboren ist oder ob man als neuer Bürger hier in diesem Land groß geworden ist. Nicht nur um Anstand, wie bei Roth, soll es in dem Saal gehen, sondern auch um Hoffnung auf ein Ende, zeigt mir dieser Graffiti-Künstler. Die beiden kommen aus der Hölle des 7. Oktobers, aber sie bewegen sich in Richtung Zukunft. Denn ohne ein bisschen Optimismus, was wäre das für ein Leben? Der Weg aus der Hölle, so scheint es mir in diesen Tagen, wird für die Menschen, die in diesen Konflikt verwickelt sind, nicht gerade kürzer.